Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Wer ist Bill Gates? Ein Software-Entwickler? Ein Geschäftsmann? Ein Philanthrop? Ein globaler Gesundheitsexperte? Diese Frage, einst rein akademisch, wird zu einer sehr realen Frage für diejenigen, die allmählich erkennen, dass Gates unvorstellbarer Reichtum dazu benutzt wurde, die Kontrolle über jede Ecke der Bereiche öffentliche Gesundheit, medizinische Forschung und Impfstoffentwicklung zu erlangen. Und nun, da wir genau mit demselben Problem konfrontiert werden, über das Gates seit Jahren spricht, werden wir bald feststellen, dass dieser Softwareentwickler ohne medizinische Ausbildung diesen Reichtum nutzen wird, um die Kontrolle über das Schicksal von Milliarden Menschen zu bekommen. Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. Bill Gates ist kein Experte für öffentliche Gesundheit. Er ist kein Arzt, Epidemiologe oder Forscher auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten. Und doch ist er irgendwie zu einer zentralen Figur im Leben von Milliarden von Menschen geworden, die sich anmaßen, die medizinischen Maßnahmen zu diktieren, die erforderlich sind, damit die Welt wieder zur Normalität zurückkehrt. Der Wandel von Bill Gates vom Computerkönig zum globalen Gesundheitszar ist ebenso bemerkenswert wie lehrreich und es sagt uns viel darüber, wohin wir uns bewegen, wenn die Welt in eine Krise stürzt, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben. Dies ist die Geschichte, wie Bill Gates die globale Gesundheit monopolisiert hat. Sie sehen und hören den Corbett-Bericht von James Corbett, übersetzt bei Knopfloch. Bis zu seiner Wiederfindung als Philanthrop im vergangenen Jahrzehnt hatten viele Leute Bill Gates so in Erinnerung. In the case of the United States versus Microsoft, the US Justice Department contended that the software giant had breached antitrust laws by competing unfairly against Netscape Communications in the internet browser market, effectively creating a monopoly. Bill's first concern was that the prosecution could potentially block the release of his company's latest operating system, Windows 98. You asking me about when I wrote this email, or what are you asking me about? I'm asking you about January of 1996. That month. Yes, sir. And what about it? What non-Microsoft browsers were you concerned about in January of 1996? I don't know what you mean concerned. What is it about the word concerned that you don't understand? I'm not sure what you mean by it. We're going to be working together on Microsoft Office, on Internet Explorer, on Java, and I think that it's going to lead to a very healthy relationship. So it's a package announcement today. We're very, very happy about it. We're very, very excited about it. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. Police and security guards in Belgium were caught flat-footed today by a cowardly sneak attack on one of the world's wealthiest men. The target was Microsoft Chairman Bill Gates, arriving for a meeting with community leaders. Watch what happens when a team of hitmen meet him first with a pie in the face. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with two more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others, for at least the moment, got away. Gates went inside, wiped his face clean, and made no comment. He then went ahead with his scheduled meeting. No word on the motive for this attack. Doch eins geschmäht, für den enormen Reichtum und die monopolistische Macht, die ihm seine virenverseuchte Software verschaffte, wird Gates heute als Visionär gefeiert, der diesen Reichtum und diese Macht zum Wohle der Menschheit einsetzt. In the 22nd century, a book will be written about the entrepreneur of the 21st century. I'm sure that the person
who will foremost come to the mind of those historians is certainly Bill Gates. I don't think it's hyperbole to say that Bill Gates is singularly, I would argue, the most consequential individual of our generation. I mean that. Our next guest is one of the richest and most generous men in the world. Please welcome Bill Gates. At a time when everyone is looking to understand the scope of the pandemic and how to minimize the threat, one of the best informed voices is that of businessman and philanthropist Bill Gates. Der Prozess, durch den diese Neuerfindung des öffentlichen Bildes von Gates stattfand, ist nicht mysteriös. Es ist derselbe Prozess, durch den jeder Milliardär sein öffentliches Image neu belebt hat, seit John D. Rockefeller Ivy Ledbetter Lee engagierte, um ihn vom Chef der Standard Oil Hydra in einen netten alten Mann zu verwandeln, der 10-Cent-Stücke an Fremde verteilt. Don't you give a dime, Mr. Rockefeller? Oh, please. Go ahead. Give it a dime. Thank you, sir. Thank you very much. I consider myself. Thank you for the ride. I consider myself more than amply paid. Bless you, bless you, bless you. Auf den Punkt gebracht, wusste Rockefeller, dass er, um die Bewunderung der Öffentlichkeit zu gewinnen, ihnen das geben musste, was sie wollen: Geld. Er widmete 100 von Millionen seines riesigen Ölmonopols Vermögens dem Aufbau von Institutionen, die, wie er behauptete, den öffentlichen Wohl dienten: der Allgemeine Bildungsrat, das Rockefeller-Institut für medizinische Forschung, die Rockefeller-Stiftung. In ähnlicher Weise hat Bill Gates einen Großteil der letzten 2 Jahrzehnte damit verbracht, sich durch seine eigene Stiftung vom Software-Magnaten in einen Wohltäter der Menschheit zu verwandeln. Tatsächlich hat Gates das Vermächtnis Rockefellers übertroffen, denn die Bill und Melinda Gates Stiftung hat die Rockefeller Foundations als größte private Stiftung der Welt in den Schatten gestellt. Mit einem Vermögen von 46,8 Milliarden $, in ihren Büchern, das sie in ihren erklärten Programmbereichen globale Gesundheit und Entwicklung, globales Wachstum und globale politische Interessenvertretung verwaltet. Und wie Rockefeller wurde auch Gates' Transformation durch eine gut finanzierte PR-Kampagne unterstützt. Vorbei sind die theatralischen Tricks der PR-Pioniere. Die allgegenwärtigen Eiswaffeln von Gates' Mentor Warren Buffett sind die letzten noch verbliebenen Verweigerer des alten Rockefeller-Tricks mit der Aushändigung von Dimes. Nein, Gates hat sein öffentliches Image durch eine noch einfachere Taktik in das eines modernen Heiligen verwandelt. Er kaufte gute Publicity. Die Gates Foundation gibt jährlich zig Millionen für Medienpartnerschaften aus und sponsert die Berichterstattung über ihre Programmbereiche auf breiter Front. Gates finanziert die Webseite The Guardian's Global Development. Gates finanziert die globale Gesundheitsberichterstattung von National Public Radio. Gates finanziert die Webseite Our World in Data, auf der die neuesten Statistiken und Forschungsergebnisse zur Coronavirus-Pandemie verfolgt werden. Gates finanziert die Berichterstattung der BBC über ihre globale Gesundheits- und Entwicklungsfragen, sowohl über ihre Organisation BBC Media Action als auch über die BBC selbst. Gates finanziert die weltweite Gesundheitsberichterstattung auf ABC News. Als die NewsHour einen Zuschuss der Gates Stiftung in Höhe von 3,5 Millionen $ für die Einrichtung einer Sondereinheit erhielt, die über globale Gesundheitsfragen berichten sollte, wurde NewsHour Kommunikationschef Rob Flynn nach dem potenziellen Interessenkonflikt gefragt. In mancher Hinsicht könnte man sagen, dass es heutzutage im Bereich der globalen Gesundheit nicht sehr viele Dinge gibt, die man anfassen könnte, die nicht eine Art von Gates-Tentakel hätten, antwortete Flynn. Tatsächlich ist es fast unmöglich, einen Bereich der globalen Gesundheit zu finden, der von den Fangarmen der Gates Foundation unberührt geblieben ist. Es war Gates, der das Treffen sponserte, das zur Gründung von Gavi, der Vaccine Alliance, führte, einer globalen öffentlich-privaten Partnerschaft, die staatliche Sponsoren und große Pharmaunternehmen zusammenbringt und zu deren spezifischen Zielen die Schaffung gesunder Märkte für Impfstoffe und andere Immunisierungsprodukte gehört. Als Gründungspartner des Bündnisses stellte die Gates Stiftung 750 Millionen $ für die Anschubsfinanzierung zur Verfügung und hat der Gruppe über 4,1 Milliarden $ an Verpflichtungen zugesagt. Gates stellte das Startkapital zur Verfügung, aus dem der globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria entstand, eine öffentlich-private Partnerschaft, die als Finanzierungsinstrument für staatliche AIDS-, Tuberkulose- und Malaria-Programme fungiert. Als 2012 eine öffentlich-private Partnerschaft von Regierungen, Weltgesundheitsorganisationen und 13 führenden Pharmaunternehmen zusammenkam, um den Fortschritt bei der Eliminierung oder Kontrolle von 10 vernachlässigten tropischen Krankheiten zu beschleunigen, gab es die Gates Foundation mit 363 Millionen $ Unterstützung.
Als die globale Finanzierungsanstalt für Frauen, Kinder und Jugendliche im Jahr 2015 ins Leben gerufen wurde, um Milliarden von Dollar an öffentlicher und privater Finanzierung für globale Gesundheits- und Entwicklungsprogramme zu mobilisieren, gab es die Bill und Melinda Gates Foundation als Gründungspartner mit einem Beitrag von 275 Millionen Dollar. Als 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ins Leben gerufen wurde, um Impfstoffe gegen neu auftretende Infektionskrankheiten zu entwickeln, gab es die Gates Foundation mit den ersten Injektionen von 100 Millionen Dollar. Die Beispiele gehen immer weiter. Die Fingerabdrücke der Gates Foundation sind auf allen wichtigen globalen Gesundheitsinitiativen der letzten 2 Jahrzehnte zu sehen. Und über die auffälligen milliardenschweren globalen Partnerschaften hinaus steht die Stiftung hinter hunderten kleinen Länder- und regionsspezifische Zuschüsse. 10 Millionen Dollar zur Bekämpfung eines Heuschreckenbefalls in Ostafrika oder 300 Millionen Dollar zur Unterstützung der Agrarforschung in Afrika und Asien, die sich zu Verpflichtungen in Milliardenhöhe summieren. Es überrascht daher nicht, dass weit über die 250 Millionen Dollar hinaus, die die Gates-Stiftung für den Kampf gegen das Coronavirus zugesagt hat, an jedem Aspekt der aktuellen Coronavirus-Pandemie Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen beteiligt sind, die in direktem Zusammenhang mit der Finanzierung durch Gates stehen. Von Anfang an hat die Weltgesundheitsorganisation die globale Reaktion auf die aktuelle Pandemie gesteuert. Von ihrer ersten Überwachung des Ausbruchs in Wuhan und ihrer Erklärung im Januar, dass es keine Beweise für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gebe, bis hin zu ihren Live-Medien-Briefings und ihren technischen Leitlinien für die Planung auf Länderebene und andere Angelegenheiten, war die WHO das Gremium, das die Richtlinien und Empfehlungen für die globale Reaktion auf diesen Ausbruch festgelegt hat. Aber auch die Weltgesundheitsorganisation selbst ist weitgehend auf Mittel der Gates Foundation angewiesen. Der jüngste Spendebericht der WHO zeigt, dass die Stiftung nach der Regierung der USA der zweitgrößte Spender der Organisation ist. Die Gates Foundation trägt im Alleingang mehr zum Weltgesundheitsorganismus bei als Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Russland und Großbritannien zusammen. Hinzu kommt, dass der derzeitige Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in Wirklichkeit wie Bill Gates selbst gar kein Arzt ist, sondern der umstrittene Ex-Gesundheitsminister Äthiopiens, dem vorgeworfen wurde, während seiner Amtszeit 3 Cholera-Ausbrüche im Land vertuscht zu haben. Bevor er der WHO beitrat, war er Vorsitzender der von Gates gegründeten globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria und saß im Vorstand des von Gates gegründeten Gavi, der Vaccine Alliance und der von Gates finanzierten Stop TB Partnership. Die derzeitigen Abriegelungen und restriktiven Aufenthaltsverordnungen in den westlichen Ländern wurde auf der Grundlage alarmierender Modelle in Kraft gesetzt, die Millionen von Todesfällen in den Vereinigten Staaten und Hunderttausende in Großbritannien vorhersagten. Imperial College in London released a COVID-19 report, and that's where most of our U.S. leaders are getting the information they're basing their decision-making on. The report runs us through a few different ways this could turn out depending on what our responses are. If we don't do anything to control this virus, over 80% of people in the U.S. would be infected over the course of the epidemic, with 2.2 million deaths from COVID-19. That 2.2 million deaths also doesn't account for the potential negative effects of health systems being overwhelmed. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Enough is enough. Go home and stay home. A statewide order for people to stay at home. Die Arbeit von 2 Forschungsgruppen war ausschlaggebend für die Entscheidung der Regierung Großbritanniens und der USA, weitreichende Sperren einzuführen und damit auch für die Regierungen in aller Welt. Die erste Gruppe, das Forschungsteam Covid-19 des Imperial College, veröffentlichte am 16. März einen Bericht, in dem bis zu 500.000 Todesfälle in Großbritannien und 2,2 Millionen Todesfälle in den USA vorhergesagt wurden, wenn nicht strenge staatliche Maßnahmen ergriffen würden. Die zweite Gruppe, das Institute for Health Metrics and Evaluation in Bill Gates' Heimatstadt Washington, half bei der Bereitstellung von Daten, die die ursprünglichen Schätzungen des Weißen Hauses über die Auswirkungen des Virus bestätigten, die im Lauf der Zeit immer wieder nach unten korrigiert wurden. Es überrascht nicht, dass die Gates Foundation beiden Gruppen beträchtliche Geldsummen zur Verfügung gestellt hat. Allein in diesem Jahr hat die Gates Stiftung bereits 79 Millionen Dollar an das Imperial College gespendet und 2017 kündigte die Stiftung eine Investition von 279 Millionen Dollar in die IHME, dem Institute for Health Metrics and Evaluation, an, um ihre Arbeit zur Erhebung von Gesundheitsdaten und zur Erstellung von Modellen auszuweiten.
Anthony Fauci ist unterdessen zum Gesicht der Coronavirus-Reaktion der US-Regierung geworden, die sich der Behauptung von Bill Gates anschließt, dass das Land erst dann zur Normalität zurückkehren werde, wenn ein guter Impfstoff gefunden werden kann, um die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten. If you want to get to pre-coronavirus, you know, that might not ever happen in the sense of the fact that the threat is there, but I believe with the therapies that will be coming online and with the fact that I feel confident that over a period of time we will get a good vaccine, that we will never have to get back to where we are right back now. Über ihre häufige Zusammenarbeit in der Vergangenheit hinaus hat Fauci direkte Verbindungen zu den Projekten und der Finanzierung von Gates. Im Jahr 2010 wurde er in den Leadership Council berufen, ein von Gates gegründetes Jahrzehnt der Impfstoffprojekt zur Umsetzung eines globalen Impfstoffaktionsplans, ein Projekt, für das Gates 10 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellte. Und im Oktober letzten Jahres, gerade als die aktuelle Pandemie begann, kündigte die Gates-Stiftung eine Spende von 100 Millionen Dollar an das National Institute of Health an, unter anderem die HIV-Forschung des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases von Fauci zu unterstützen. Ebenfalls im Oktober letzten Jahres veranstaltete die Bill und Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum und dem Johns Hopkins Center for Health Security die Veranstaltung 201, eine Tischübung zur Messung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer sich weltweit ausbreitenden Coronavirus-Pandemie. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. The board is comprised of highly experienced leaders from business, public health, and civil society. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective, or for the most part, it's really a war footing that we need to be on. Angesichts der unglaublichen Reichweite, die die Fangarme der Bill und Melinda Gates Foundation in jedem Winkel der globalen Gesundheitsmärkte ausstrahlen, sollte es nicht überraschen, dass die Stiftung auch in jeder Phase der aktuellen Pandemiekrise eng eingebunden war. Tatsächlich hat Gates den Reichtum aus seiner Vorherrschaft aus dem Softwaremarkt lediglich dazu benutzt, sich selbst in eine ähnliche Position in der Welt der globalen Gesundheit zu bringen. Der gesamte Prozess ist in den Mantel der selbstlosen Philanthropie gehüllt. Aber die Stiftung ist nicht als wohltätiges Unterfangen strukturiert. Stattdessen behält sie eine duale Struktur bei. Die Bill und Melinda Gates Foundation verteilt Geld an die Zuwendungsempfänger, aber eine separate Einheit, der Bill und Melinda Gates Foundation Trust, verwaltet das Stiftungsvermögen. Diese beiden Einheiten haben oft überlappende Interessen und wie in der Vergangenheit schon oft festgestellt wurde, kommen die von den Stiftungen gewährten Zuwendungen oft direkt dem Wert des Stiftungsvermögens zugute. One of my favorite parts about my job at the Gates Foundation is that I get to travel to the developing world, and I do that quite regularly. My first trip in India, I was in a person's home where they had dirt floors, no running water, no electricity, and that's really what I see all over the world. So in short, I'm startled by all the things that they don't have. But I am surprised by one thing that they do have: Coca-Cola. Coke is everywhere. In fact, when I travel in the developing world, Coke feels ubiquitous. And so when I come back from these trips and I'm thinking about development and I'm flying home and I'm thinking, well, we're trying to deliver condoms to people or vaccinations, you know, Coke's success kind of stops and makes you wonder, how is it that they can get Coke to these far-flung places? And if they can do that, why can't governments and NGOs do the same thing? And the charity of Microsoft founder Bill Gates and his wife Melinda is under criticism following the disclosure it substantially increased its holdings in the agribusiness giant Monsanto to over $23 million. Critics say the investment in Monsanto contradicts the Bill and Melinda Gates Foundation's stated commitment to helping farmers and sustainable development in Africa. The study from the pressure group Global Justice Now paints a picture of the Gates Foundation partly as an expression of corporate America's desire to profit from Africa, and partly a damning critique of its effects.
You could have a case where the initial research is done by a Gates-funded institution. The media reporting on how well that research is conducted is done. The media outlet is a Gates-funded outlet and maybe a Gates-funded journalist from a media programme, and then the programme is implemented more widely by a Gates-funded NGO. I mean, there are some very insular circles here. Among the many criticisms, the idea that private finance can solve the problems of the developing world. Should poor farmers be trapped into debt by having to use chemicals or fertilisers underwritten by offshoots of the Foundation? Dies ist kein theoretischer Interessenkonflikt. Gates wird als Held dargestellt, weil er seine Microsoft-Aktien im Wert von 35,8 Milliarden Dollar an die Stiftung gespendet hat, aber im Laufe seines Jahrzehnts der Impfstoffe hat sich sein Nettovermögen sogar verdoppelt, von 54 Milliarden auf 103,1 Milliarden Dollar. Die Rockefeller-Geschichte bietet eine lehrreiche Vorlage für diese Vision des zum Tycoon gewordenen Philanthropen. Als Rockefeller mit einer öffentlichen Gegenreaktion konfrontiert wurde, half er mit, die Schaffung eines Systems privater Stiftungen voranzutreiben, die mit seinen Geschäftsinteressen in Verbindung standen. Durch die Nutzung seines beispiellosen Ölmonopolvermögens zur beispiellosen Kontrolle über weite Teile des öffentlichen Lebens konnte Rockefeller 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Gesellschaft im eigenen Interesse seiner Familie zu gestalten, selbst dass er in der öffentlichen Vorstellung zu einer geliebten Figur wurde. In ähnlicher Weise hat Bill Gates sein Software-Imperium in ein globales Gesundheits-, Entwicklungs- und Bildungsimperium verwandelt, indem er den Kurs der Investitionen und der Forschung lenkte und für gesunde Märkte für Impfstoffe und andere Immunisierungsprodukte sorgte. Und wie Rockefeller hat sich auch Gates von dem gefürchteten und geschmähten Kopf einer gewaltigen Hydra in einen freundlichen alten Mann verwandelt, der seinen Reichtum großzügig an die Öffentlichkeit zurückgibt. Aber nicht jeder ist auf diesen PR-Trick hereingefallen. Selbst der Lancet beobachtete diesen besorgniserregenden Wandel vom Software-Monopolisten zum Gesundheitsmonopolisten bereits 2009, als das Ausmaß dieses von Gates geführten Monopols für alle offensichtlich wurde. Das erste Leistprinzip der Foundation ist, dass sie von den Interessen und Leidenschaften von der Familie Gates angetrieben wird. Ein jährlicher Brief von Bill Gates fasst diese Leidenschaften zusammen und verweist auf Zeitungsartikel, Bücher und Zufallsereignisse, die die Strategie der Stiftung geprägt haben. Ist für einen so großen einflussreichen Investor im Bereich der globalen Gesundheit ein solch launisches Governance-Prinzip gut genug? Damit sind wir wieder bei der Frage: Wer ist Bill Gates? Was sind seine treibenden Interessen? Was motiviert seine Entscheidungen? Dies sind keine akademischen Fragen. Die Entscheidungen von Gates haben den Fluss von Milliarden von Dollar kontrolliert, internationale Partnerschaften gebildet, die weitreichende Agenden verfolgen, die Schaffung gesunder Märkte für die Impfstoffhersteller der Big Pharma sichergestellt. Und jetzt, wie wir sehen, prägen seine Entscheidungen die gesamte globale Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie. Im nächsten Video werden wir die Impfinitiativen von Gates, die dahinterstehenden Geschäftsinteressen, die umfassende Agenda, die im Zuge der neuen Normalität der Covid-19-Krise allmählich Gestalt annimmt, weiter untersuchen. And then the final solution, which is a year to 2 years off, is the vaccine. The only thing that will really allow life as we once knew it to resume is a vaccine. This will be the new normal until a vaccine is developed.